Heute kommt ein Video zum Thema Konflikte in Paarbeziehungen. Als ich das Thema gehört habe, dachte ich so, oh, da kann ich sicherlich kein kurzes Video dazu machen. Da gibt es auch keine Patentlösung. Am Ende ist immer der Ratschlag mitten ins Gesicht. Bitte redet miteinander, egal wer beteiligt ist. Oftmals sind die Vorstellungen, die man über irgendwas hat, viel, viel schlimmer als die Realität. Ich möchte aber dennoch kurz so ein paar Techniken und Übungen darstellen, die euch vielleicht helfen können, aus so festgefahrenen Konfliktmustern rauszufinden. Es gibt ja viele Paare, die streiten sich regelmäßig über den Müll, die Zahnpasta, die Kindererziehung, die Finanzen, das Sauberkeitslevel, Eifersüchteleien, was auch immer. Da gibt's in jeder Beziehung eine Art Tanz und ein klassisches Schema oder eine klassische Dynamik, wie so ein normaler Konflikt eben abläuft. So, damit seid ihr also überhaupt nicht allein. Das heißt, wie können wir aus so einer kommunikativen Sackgasse irgendwie rauskommen? Ich würde jetzt 4 Techniken und eine Übung vorstellen. Eine einfache Technik, wenn ihr merkt, oh, wir sind jetzt hier schon wieder in dem gleichen Kreisel drin aus Vorwurf und Gegenvorwurf und nein, du hast, ja, aber ich hab doch gar nicht und Schuldzuweisungen da sind, dann könnt ihr vereinbaren, dass wenn ihr das nächste Mal wieder an der Stelle seid, wo ihr wisst, da geht's auch nicht weiter, wir streiten und streiten und streiten und es hört nicht auf, ein Stoppsignal, ein wirklich verbal sagen und ein Handsignal Stopp. Ich möchte hier unterbrechen. Lass uns mal gemeinsam auf die Metaebene schauen. Also was ist hier eigentlich gerade zwischen uns passiert und dann nicht wieder neu in die Diskussion reinzugehen, sondern zu schauen, was steckt eigentlich dahinter. Das ist schon eine weitere Technik, auf das Bedürfnis dahinter zu schauen. Was ist gerade verletzt in mir? Ist es ein Bedürfnis verletzt nach gesehen werden? Habe ich das Gefühl, ich werde gar nicht verstanden und wahrgenommen? Oder ist mein Wunsch eher, ein bisschen Abstand zu gewinnen und du bist mir vielleicht gerade zu nahe gekommen? Das müssen wir sozusagen rausfinden, was ist hinter der Wut und hinter dem Schuldvorwurf. Ist eigentlich oftmals eher was Verletzbares oder dass man sauer auf sich selber ist oder mit sich selber unzufrieden ist. Also schaut da gerne und mutig einmal hin. Die dritte Technik, die ich vorstellen möchte, ist die Vorwurf. Man soll jeden Vorwurf umformulieren in einen Wunsch. Also statt immer machst du die Bettwäsche nicht ordentlich rauf aufs Bett oder immer ist die Klopapierrolle falsch rum aufgehängt, könntet ihr sagen, Schatz, ich würde mir total wünschen oder es ist mir wichtig, dass die Bettwäsche mit der Knopfleiste nach unten liegt, weil irgendwie verhedder ich mich da immer und das fühlt sich dann für mich nicht gut an. Ich würde mich total freuen, wenn du darauf achten könntest. Dann ist es leichter für den Partner zu nehmen. Dann kann man natürlich über Sinn und Unsinn des Gewünschten immer noch diskutieren, aber wenn man als Vorwurf was formuliert, ist es eher unwahrscheinlich, dass der andere das macht, was man sich wünscht. Das war die dritte Technik und die vierte Technik, die vierte Herangehensweise an Kommunikation würde ich gerne vorstellen, die 4 Seiten einer Nachricht. Man kann jede Nachricht, zum Beispiel die Ampel ist rot, mit 4 verschiedenen Zungen sprechen, also mit verschiedenen Absichten sagen, also ein Sender sein und mit 4 verschiedenen Ohren hören, also der Empfänger einer Nachricht. Und da bei dem Ampelbeispiel ist auf der also gibt es 4 Ebenen. Die Sachebene ist, die Ampel ist rot. Die Appellebene, was also man will, was der andere macht, ist, bleib stehen. Die Selbstoffenbarungsebene, was ich also über mich damit sage, ist, ich habe Angst vor einem Unfall oder zu sterben oder was auch immer. Und die dritte Ebene ist die Beziehungsebene. Was sagt das über uns beide aus? Also, du bist mir wichtig, ich will nicht, dass wir hier zusammen einen Unfall bauen. Und der andere kann das mit verschiedenen Ohren hören eben. Der kann hören, ja, die Ampel ist rot oder halt endlich an. Oder der kann hören, ich halte dich für einen Vollpfosten, weil du nicht Auto fahren kannst. Oder er kann hören, Mann, jetzt ist sie schon wieder so ängstlich, so wie immer, über die Person, die da das gesagt hat. Also da auch die Selbstoffenbarungsebene, die Beziehungsebene, die Appellebene und die Sachebene können da fokussiert werden. Oftmals kommuniziert man sozusagen aneinander vorbei. Und als letztes möchte ich eine kurze Übung vorstellen, die jedes Paar, also je länger man zusammen ist, desto mehr verliert man sich ja irgendwie auch aus den Augen und verbringt weniger Zeit miteinander. Da lohnt sich das, so eine Art Zwiegespräch einzuführen, dass man regelmäßig, wie auch immer, einmal am Tag, einmal die Woche, einmal in 2 Wochen, was auch immer euch passend erscheint, sich hinsetzt und jeder hat
eine gewisse Zeitrahmen, zum Beispiel 5 Minuten, wo derjenige oder diejenige über sich spricht und der andere das einfach sich anhört und sagt, so ist das bei dir. Ohne Vorwurf, ohne Diskussion, einfach nur der eine teilt sich mit und der andere nimmt das an. Und das kann schon ganz entlastend und nähefördernd sein, sodass man diese ganzen Alltagsstressigkeiten gar nicht mehr braucht, weil man ja schon in Beziehung ist und nicht den Streit braucht, um in Beziehung zu gehen. Viel Spaß beim Ausprobieren!